Was haben Martin Scorsese, Gary Vaynerchuk, Dwayne The Rock Johnson, Simon Unger und Peter McKinnon gemeinsam? Sie haben eine Brand aufgebaut. Eine Brand, die sich vor allem auf ihrem Namen stützt. Eine sogenannte Personal Brand oder eine Personenmarke. Diese Personal Brands haben mich schon immer interessiert und fasziniert. Vor allem im Film- und Entertainment-Bereich passiert es immer häufiger, dass Personen mit ihrem Namen bekannt werden. Michael Bay, Christopher Nolan, Thomas Gottschalk, Logan Paul, Casey Neistat, Marcus Browley. Ich könnte wahrscheinlich Stunden damit weitermachen und hätte immer noch nicht alle aufgezählt. Aber was ist wichtig für eine starke Personenmarke? Für eine starke Personal Brand? Der öffentliche Auftritt, guter Content oder doch was völlig anderes? Willkommen zu der Aufbau einer Personal Brand, das Setup. Ich sag mal so, das Setup ist simpel. Einfach überall ein Konto erstellen und schon bin ich überall vertreten und stehe quasi in der Öffentlichkeit. Aber das ist nicht das, was eine Personenmarke ausmacht. Guter Content, gute Filme, gute Produkte, eine sympathische Ausstrahlung, das ist, was alles zu einer Personal Brand gehört. Die sozialen Medien sind nur für die Öffentlichkeit da. Social Media. Dennoch möchte ich natürlich in der Öffentlichkeit vertreten sein. Ich werde in der nächsten Zeit wahrscheinlich keinen ultra erfolgreichen Kinofilm produzieren, also nehme ich an. Deswegen sind soziale Medien quasi meine Anlaufstelle, um meine Personal Brand aufzubauen. Soziale Plattformen, soziale Medien gibt es aber wie Sand am Meer. Es gibt aber nur wenige, auf die ich mich fokussieren möchte. YouTube. Die Dokumentation meines Weges als Freelancer und die Dokumentation meines Weges als Content Creator. Themenbezogene Videos, themenbezogene Blogs und wenn alles gut läuft, Behind-the-Scenes-Videos für Werbe- und Filmprojekte. Dafür soll dieser Kanal hier benutzt werden. Und auch nicht für andere Sachen missbraucht werden. Natürlich entwickelt sich ein YouTube-Kanal langfristig immer in eine gewisse Richtung, dennoch sollte der Main-Fokus auf jeden Fall da bleiben. Vor allem aber möchte ich die Höhen und Tiefen für mich als Freelancer und für mich als Content Creator darstellen. Das ist aktuell noch gar nicht so einfach, weil ich nicht immer weiß, wie ich bestimmte Themen super spannend aufbauen kann, aufbereiten kann, aber vielleicht muss es ja nicht immer super spannend sein. Instagram. Da kommen wir wahrscheinlich zum ersten Fehler. Instagram ist nur für qualitativen und hochwertigen, themenbezogenen Content da. Also Behind-the-Scenes-Fotos und der finale Film, das finale Produkt. Für mehr soll Instagram gar nicht genutzt werden. Ob das der richtige Weg ist und ob sich das in der Zukunft vielleicht ändert, I keep you updated. Twitter. Ich habe Twitter. Aktuell aber nicht in Verwendung. Wofür? Wahrscheinlich eher witzige persönliche und witzige berufliche Sachen. Sachen, die mich aufregen, Sachen, die mich richtig abholen, witzige Anfragen, nervige Anfragen und zum Schämen der Anfragen nicht mehr und nicht weniger. TikTok. Ja. Die Sache mit TikTok. Ich mache jetzt seit ein paar Wochen jeden Tag ein TikTok, quasi ein Tagebuch-TikTok, an dem ich erzähle, was auf meiner To-Do-Liste stand, was ich davon erledigt habe, was gut lief, was nicht so gut lief und was vielleicht Absurdes passiert ist. Das Absurdeste, was je passieren kann, ist aber, dass ich tanze auf TikTok. Das ist wahrscheinlich gut für den Algorithmus, aber nicht gut für den Respekt zu mir selber. Wenn du also Daily Updates haben möchtest zu mir als Freelancer und zu mir als Content Creator und wie ich meinen Tag so verbringe, dann bin ich auf TikTok zu finden. Webseite. Der wahrscheinlich wichtigste Kanal für mich als Freelancer. Die eigene Portfolio-Webseite. nicolorens.com. Dort pflege ich regelmäßig Videos und Projekte ein, die ich als portfolioreif empfinde und mit denen ich neue KundInnen anwerben möchte. Das müssen nicht nur größere Projekte und größere Filme sein, das können auch YouTube-Videos sein, die ich einpflegen möchte. Darunter natürlich meine eigenen Videos und Videos, die ich vielleicht für Creator erstellt habe, die ich von meiner Seite auch der großen Öffentlichkeit zeigen möchte. Das ist das Setup. Also mehr benötigt man, glaube ich, überhaupt nicht. Natürlich hier und da noch ein bisschen Technik, da gehen wir aber gar nicht näher drauf ein, weil ich theoretisch auch alles mit meinem Smartphone machen könnte. Falls es euch dennoch interessiert, was ich als Technik benutze, dann ist unten in der Videobeschreibung alles verlinkt. Eine Personal Brand benötigt aber kein Social Media. Anke Engelke zum Beispiel kennt man unter Anke Engelke und sie besitzt nicht mal ein Smartphone. Ich gehe auch davon aus, dass Christopher Nolan und Martin Scorsese nicht die größten Nutzer oder Fans von Instagram und YouTube sind und trotzdem kennt man die beiden. Soziale Medien sind aber ein Weg, um seine Personal Brand aktuell aufzubauen, mit den Möglichkeiten, die man aktuell eben hat. Wie benutzt ihr Social Media? Habt ihr einen Business-Account und einen privaten Account? Seid ihr vor allem privat unterwegs? Schaut ihr eigentlich nur Videos und TikToks und kommentiert nicht mal darunter? Das würde mich aktuell riesig interessieren, deswegen schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, ihr bleibt gesund und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin dann, ciao.